Willkommen zurück auf unserem Chocofly-Kanal. Ihr wisst, falls ihr noch nicht abonniert habt, wir wären froh, wenn ihr den abonniert, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Wir wollten eine Präsentation machen über unseren neuen Shark in 4,28 Meter. Den haben wir letztes Jahr auf den ersten Messen dabei gehabt. Die ersten Modelle werden jetzt ausgeliefert oder sind im Bau und wir haben jetzt gerade eine Version von uns eingeflogen. Wie ihr wisst, haben wir den Shark schon in 5,14 Meter in 1:3,5 und haben uns gedacht, da dieser so toll fliegt, wir machen noch eine kleine Version davon. Wie ihr sicher auch schon mitbekommen habt, machen wir ein bisschen andere Maßstäbe mittlerweile, um ein Abfluggewicht um die 6 Kilo zu erzielen mit einem möglichst schlanken Rumpf. Das heißt, dieser Rumpf haben wir so ausgelegt, dass man ihn sehr, sehr gut halten kann und das Modell noch werfen kann. Dieses Modell machen wir in 2 Versionen meist. Mit FWS, die Nase ist mittlerweile im CAD rund angelegt und funktioniert sehr gut mit unserem 6S-Antrieb, Propellerpositionierung mit unserem eigenen 42er Spinne. Dann ebenfalls Jetdeck Edition, hier die Version hier im Bild, ebenfalls 6S mit einer Jetdeck 70 Düse, die perfekt in diesen Rumpf passt. Dann zu der Größe. Das Flugzeug ist im Maßstab 1:4,2. Klingt ein bisschen komisch, ist aber vor allem Spannweiten- und Größenabhängig. Wir haben eine Spannweite von 4,28 Meter in der langen Spannweite mit einem 6-Klappenflügel und 3 Servos pro Fläche, die außen geteilt ist. Man kann dann kurze Ohren in 3,60 Meter montieren, die dann mit dem inneren Querruder zusammengekoppelt sind, hat dann einen 4-Klappenflügel. Ideal sehen wir das als Hangflugmodell, dass ihr mehr oder weniger mit 2 Spannweiten einen großen Einsatzbereich abdecken könnt, als Thermikflug eher mit den langen und natürlich dann als Vollgasflieger am Hang eher mit den kurzen. Der Rumpf ist 1,75 Meter lang, somit sehr kompakt. Wie gesagt, als FWS oder Jetdeck oder halt auch als Segler. Ausbaubar, die Fläche ebenfalls außen gesteckt, innen gesteckt mit unseren LDS Pro 6-Klappenflügeln, außen 8 mm Servos und dann jeweils 2 10 mm Servos innen. Dann im Seitenruder stehend ist das Höhenruder-Servo senkrecht hoch angelenkt. Und beim Seitenruder haben wir 2 Hutzen gemacht, das heißt, ihr könnt entscheiden, ob ihr es über einen Carbonstab oder über Seilzug anlenken möchtet. Das Modell gibt es in einer Version, eine sehr stabile Voll-CFK-Carbon-Version, vorne im Bereich der Haube natürlich mit Glas, damit ihr die Empfangsanlage drin lassen könnt. Die Haube ist CNC gefräst, der Rahmen und die Haube liegen bei, können sehr einfach selber verklebt werden. Das haben wir sehr gut angepasst, dass das funktioniert. Was wir ebenfalls bei den ganzen neuen Modellen gemacht haben, wir haben die Ruder etwas breiter gemacht. Das heißt, es ist deutlich wendiger im Kunstflug, speziell auch am Hang. Was wir ebenfalls gemacht haben, ihr könnt zwischen 2 Servotypen wechseln, die normalen, die wir auch immer gerne verwenden, oder neu sehr, sehr schnelle. Durch die schnellen in Kombination mit dem Yeti Assist zum Beispiel ist Kunstflug am Hang in einer total neuen Dimension zu erleben. Das haben wir mittlerweile auf alle unsere Modelle adaptiert. Das heißt, das könnt ihr hoch und runter spielen, wie ihr gerne möchtet. Hier sehr ausgeprägt mit den tiefen Klappen natürlich das Next Level, würden wir sagen, was so geht an Wendigkeit. Was auch cool ist, auch bei kleinen Flügeln sind 6-Klappenflügel, was wir sehr, sehr gerne mögen. Ich erkläre euch kurz warum. Wenn ihr das Butterfly voll ausgefahren habt, habt ihr innen eine sehr große Klappe, die sehr gut bremst. Dann die mittlere Klappe, die nach oben geht, die ebenfalls bremst. Und dann habt ihr die äußere Klappe in der Neutralstellung und somit auch in turbulenten Bedingungen am Hang komplette Steuermöglichkeit über das äußere Ruder. Zu der Charakteristik vom Shark, er ist ein Allround-Segelflugzeug, ebenfalls von Philipp Kolb ausgelegt. Er hat die ähnliche Profilierung wie die AN66 im inneren Teil, sehr dünn und dynamisch, kann natürlich mit den Klappen sehr gut verwölbt oder auch in Spiegflug gestellt werden. Es ist ein Allround-Flugzeug, was sehr, sehr gut kreist, dank den Winglets, die beim Shark ja integriert sind, was sehr toll ist. Und ebenfalls mit dem großen Leitwerk, dem gestreckten Rumpf, sehr, sehr einfach zu fliegen. Ein Allround-Flugzeug, das wir eigentlich gemacht haben für jedermann, egal ob Thermikpilot oder Kunstflugpilot oder einfach am Hang ein bisschen rumfeuern. Was wir ebenfalls gemacht haben, das habe ich euch am Anfang gezeigt, ist das Maß vom Rumpf.
so gehalten, dass es wirklich jedermann werfen kann. Und wir kommen mit einem Abfluggewicht als FWS-Version unter 6 Kilo, so um die 5,7 bis 6 Kilo und in der Jetec-Version um die 6 bis 6,5 Kilo Abfluggewicht. Alles klar, soweit so viel zum Shark. Ihr seht jetzt gleich ein bisschen Action-Videos, die wir heute noch für euch gefilmt haben. Falls ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail, info@chocofly.com. Es kommt in Kürze wieder eine Lieferung, da könnt ihr gerne einen davon bekommen. Und ich hoffe, euch gefällt das Flugzeug, wie auch uns, und wünsche euch viel Spaß damit. Ciao.